Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus unserer Serie zur Samsung Galaxy Watch 6, Watch 6 Classic sowie jeder anderen Wear OS Uhr, denn wir gucken uns heute einmal die Apps aus dem Play Store an, und zwar diejenigen, die ich persönlich am häufigsten nutze, also meine Top-Apps in Anführungsstrichen oder Must-Have-Apps in Anführungsstrichen, nicht die globalen Must-Have-Apps, sondern meine persönlichen. Ja, der Play Store ist grundsätzlich ja erstmal eine schier unendliche Quelle für Apps, und da gibt es ganz viel super gute Apps drin, da gibt es aber auch wirklich ganz viel Schrott drin, gerade auch was die Ziffernblätter angeht, gibt es ganz viele tolle, wirklich richtig gut gemachte Ziffernblätter, aber auch ganz viel Kram. Also da muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen, und ich habe für mich so ein bisschen jetzt mal so meine Top 10 Apps mal definiert, die ich halt am häufigsten nutze, die auch aus meiner Sicht für die Uhr am besten geeignet sind und wo man quasi auch einen wirklichen Mehrwert auf der Uhr hat. So, wir legen los mit einer Einkaufsliste, denn Bring ist quasi meine persönliche Einkaufslisten-App, die ich auf dem Smartphone verwende, und beziehungsweise für diese App gibt es auch eine App für die unter Wear OS, also für die Smartwatch, egal welche, für die Watch 4, Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 6 Classic, was auch immer ihr habt. Solange ihr eine Wear OS Uhr habt, gibt es quasi auch diese Apps hier, und Bring ist auf jeden Fall aus meiner Sicht als Einkaufsliste für die Uhr durchaus hilfreich, wenn ihr durch den Supermarkt schlendert und was abhaken wollt. Die nächste App macht natürlich nur Sinn, wenn ihr auch einen Nuki Smart Lock habt. Wenn ihr das aber habt, könnt ihr tatsächlich auch über die Uhr euer Schloss öffnen, und zwar nicht nur über die Companion App auf dem Smartphone, sondern mittlerweile könnt ihr auch tatsächlich via Bluetooth direkt koppeln. Dann braucht ihr euer Smartphone gar nicht mehr, um die Tür zu öffnen. Für mich persönlich auf jeden Fall eine App, die ich jeden Tag benutze. Manchmal mit Smartphone im Companion, manchmal auch ohne Smartphone, einfach nur auf der Uhr öffnen. Super cool, dass das so gelöst wurde. Ja, wer meine Videos zur Samsung Galaxy Watch 6 Serie verfolgt hat, weiß, dass wir mittlerweile auch ein Thermometer an Bord haben, und die App, die uns das ermöglicht, ist Thermocheck. Deswegen ganz neu auf meiner Liste quasi die Thermocheck App, um einfach aus eurer Samsung Galaxy Watch 6 oder gar Samsung Galaxy Watch 6 Classic ein Thermometer machen zu können. Dafür braucht ihr diese App, und deswegen ist sie jetzt auch auf meiner Liste gelandet, denn ich finde es super praktisch, dass man damit mal eben schnell Temperaturen messen kann, auch wenn es vielleicht nicht ganz akkurat ist. Ein Klassiker unter Android ist natürlich der Google Assistant, der Sprachassistent von Google. Den gibt es auch für eure Uhr, und ich finde ihn persönlich sehr praktisch. Nicht nur, weil man damit zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten verschicken kann, sondern man kann noch ganz viele andere Dinge damit tun, die dann wiederum andere Apps gegebenenfalls benötigen. Aber erstmal grundsätzlich, um die Sprachassistenz auf eure Samsung Galaxy Watch 6 oder Watch 6 Classic zu bringen. Und wenn ihr nicht Bixby nutzen wollt, dann ist der Google Assistant auf jeden Fall eine Must-Have-App, die ihr euch vielleicht mal anschauen solltet. Wenn ihr Musik auf eurer Uhr hören wollt und da nicht nur streamen wollt, sondern gegebenenfalls auch Radio hören wollt, dann ist der Radio Player aus meiner Sicht auch eine super wichtige App, denn damit könnt ihr ganz viele, ich will fast sagen, mal in Anführungsstrichen alle Radiosender dieser Welt sozusagen streamen und könnt euch da quasi das Ganze anhören. Das Ganze funktioniert übrigens auch über den Lautsprecher der Uhr, also tatsächlich eine Funktion, die es ansonsten bei wenigen Musik-Apps gibt, und da ist der Radio Player aus meiner Sicht definitiv zu empfehlen. Ja, und wer nicht nur Radio hören will, sondern auch Musik streamen will, für den ist natürlich Spotify eine super Lösung. Ihr könnt offline Musik auf eurer Uhr speichern, ihr könnt quasi mit Bluetooth-Kopfhörern direkt von eurer Uhr Musik hören und auch Musik streamen, je nachdem, wenn ihr die LTE-Variante der Samsung Galaxy Watch 6 oder Watch 6 Classic habt. Also das funktioniert hervorragend, und auch hier gilt übrigens, dass die App natürlich für die Watch 4 und für die Watch 5, also alle anderen Samsung Wear OS Uhren und auch alle anderen Wear OS Uhren im Übrigen, natürlich auch funktioniert. Ja, wer von euch Samsung Pay oder Samsung Wallet nicht unbedingt nutzt, sondern eher bei Google unterwegs ist, für den ist natürlich Google Wallet die App zum Bezahlen der Wahl. Ich persönlich richte mir immer als erstes eigentlich Google Wallet ein, weil ich damit direkt auch bezahlen kann. Für mich ist Samsung Pay so ein bisschen, ja, nicht die erste Wahl, will ich einfach mal sagen. Und mit Google Wallet auf eurer Uhr könnt ihr halt mobiles Bezahlen super einfach und super schnell enablen. Und deswegen aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Empfehlung, das als App drauf zu haben. Auf eurem Android-Smartphone gibt es tatsächlich jede Menge Navigations-Apps.
Apps, die wirklich gut navigieren auf der Uhr, die gibt es tatsächlich nicht so viele und da bleibt aus meiner Sicht nur die Empfehlung Google Maps, denn das ist für mich einfach die kostenlose Variante, die direkt auch perfekt ins System integriert ist und so weiter und so fort, mit der ihr auf der Uhr oder über die Uhr auch navigieren könnt. Von daher definitiv eine Empfehlung, standardmäßig eigentlich bei den meisten Wear OS Uhren auch direkt schon mit installiert, also von daher braucht ihr meistens gar nichts mehr zu tun. Ganz neu und alle haben drauf gewartet, die WhatsApp-App unter Wear OS, also die native App auf der Uhr, die es euch halt ermöglicht, jetzt auch Sprachanrufe und beziehungsweise Sprachanrufe anzunehmen und zu tätigen, auch Sprachnachrichten abzuhören, Bilder abzuhören und so weiter und so fort, Chats zu eröffnen, auf Chats zu antworten. All das geht mittlerweile mit der WhatsApp-App unter Wear OS. Deswegen, wenn ihr WhatsApp nutzt, ist das definitiv eine Empfehlung, das auf der Uhr zu installieren. Läuft noch nicht alles perfekt, aber ich glaube, in den kommenden Wochen und Monaten wird das noch ausgebaut. Wer wie ich mit der Samsung-Tastatur auf der kleinen Uhr nicht ganz warm wird, für den gibt es eine Alternative und zwar Gboard, die in Anführungsstrichen Google-Tastatur. Für mich, ich weiß auch nicht genau warum, einfacher zu bedienen auf der Uhr. Damit kann ich einfach besser tippen als mit der originären Samsung-Tastatur. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Wenn ihr auch da Probleme habt mit der Tastatur von Samsung, probiert Gboard mal als Alternative aus. Kostet nichts, wie alle anderen Apps hier übrigens auch und lässt sich super einfach installieren. Ja, das waren 10 Apps und jetzt kommt die Plus 1, denn Gmail gibt es aktuell leider noch nicht für Wear OS, aber es ist angekündigt und das ist für mich wirklich eine sehr positive Neuigkeit. Ich benutze Gmail als Mailprogramm und deswegen wäre es für mich wirklich super, wenn ich da auch eine native App auf meiner Uhr hätte. Dann kann man einfach noch viel besser damit arbeiten als nur über die Benachrichtigungen. Von daher Google, gebt ruhig Gas, was die Gmail-App unter Wear OS angeht. Im Oktober soll es soweit sein, genauso wie Audible. Gucken wir mal, was daraus wird und wann es kommt. So, das waren jetzt meine persönlichen 10 plus 1 Must-Have oder Top-Apps, wie auch immer ihr es nennen möchtet, die ich immer installiert habe und die ich auch sehr, sehr häufig nutze. Aber mich würde natürlich interessieren, was ihr noch für Apps habt. Habt ihr noch irgendwas Außergewöhnliches installiert? Lasst es mich gerne wissen. Ich bin immer offen für neue Apps, die praktisch sind und die Uhr zu einem noch größeren Mehrwert machen, als sie sowieso schon ist. Also von daher, wenn ihr da Tipps und Tricks habt, ja, Apps, die ihr noch installieren wollt oder schon habt und so weiter und so fort, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Es interessiert mich einfach, was ihr da noch für Top-Apps definiert habt. Und vielleicht auch, wenn ihr irgendwas ganz Außergewöhnliches habt, schreibt ruhig auch mal rein, einfach, dass man sich's mal anschauen kann. Danke euch fürs Zusehen und Alexa, Kamera aus. Okay.